Hey, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, in dem ich euch zeige, wie ihr als Kavalleriespieler in den härtesten Kämpfen gegen Scharfschützen und Nahkämpfer erfolgreich seid. Heute schauen wir uns einige der besten Karten an, die ihr im Spiel verwenden könnt, und ich werde euch Schritt für Schritt erklären, warum diese Karten euch den entscheidenden Vorteil verschaffen können. Bevor wir loslegen, möchte ich einmal kurz erwähnen, dass die Karten, die ich heute vorstelle, das maximale Level haben, also die gleiche Power wie bei den Wahlen im Spiel. Aber keine Sorge, auch als Free-to-Play-Spieler könnt ihr diesen Guide problemlos nutzen, um gegen andere Spieler zu gewinnen. Die Strategien funktionieren für alle, egal ob ihr Geld investiert habt oder nicht. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren hilfreichen Guides verpasst, und lasst uns direkt loslegen. Kavallerie gegen Scharfschützen. Im ersten Szenario kämpfen wir gegen Scharfschützen und da kommen unsere Kavallerieeinheiten ins Spiel. Um gegen Scharfschützen effektiv zu kämpfen, setze ich auf folgende Karten. Die erste Karte in der ersten Reihe ist Kavallerie durchgreifen. Warum diese Karte? Diese Karte hat eine 100%ige Chance, zwei Zielen 100% Schaden zuzufügen, und wenn das Ziel Kavallerie ist, gibt es zusätzlich 40% Schaden. Auch wenn der Gegner Scharfschützen hat, kannst du mit dieser Karte den Feind schnell unter Druck setzen. Sie ist einfach eine der besten Karten gegen Scharfschützen, da sie enorm Schaden anrichtet. Die zweite Karte ist Chemikalien. Warum? Diese Karte setzt das Ziel in den Infektionszustand, was dazu führt, dass der Feind über 10% mehr Schaden erleidet. Scharfschützen sind besonders anfällig für diesen Zustand und dadurch wird der Schaden langfristig maximiert. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Druck zu erhöhen und die Scharfschützen nach und nach zu schwächen. Die dritte Karte ist Scharfschützen durchgreifen. Und warum diese Karte? Diese Karte richtet 60% Schaden an und fügt zusätzlich 30% Schaden zu, wenn das Ziel ein Scharfschütze ist. Wenn du gegen Scharfschützen kämpfst, ist diese Karte wirklich stark, weil sie direkt gegen das Ziel gerichtet ist und dir hilft, die Scharfschützen so schnell wie möglich auszuschalten. Diese Kombinationen von Karten sorgen dafür, dass du im Scharfschützen-Szenario extrem stark bleibst und deinen Gegner keine Chance lässt. Kommen wir zum zweiten Szenario. Kavallerie gegen Nahkämpfer. Jetzt wechseln wir zu einem anderen Szenario, bei dem dein Gegner mit Nahkämpfern kämpft. Wenn du Kavallerie nutzt, dann solltest du unbedingt diese Karten spielen, um in diesem Szenario erfolgreich zu sein. Die erste Karte in der ersten Reihe ist brutaler Schläger. Warum? Diese Karte hat eine 100%ige Chance, zwei Zielen 50% Schaden zuzufügen. Der wahre Vorteil hier ist, dass Nahkämpfer in den Bruchzustand versetzt werden, wodurch sie über 2 Runden hinweg 10% mehr Schaden erleiden. Nahkämpfer sind schwer zu besiegen, aber mit dieser Karte kannst du ihre Verteidigung effektiv durchbrechen. Die zweite Karte in der zweiten Reihe ist freies Spiel. Warum diese Karte? Diese Karte verursacht nicht nur 50% Schaden, sondern setzt auch den Blutungszustand auf das Ziel. Der Blutungszustand erhöht den erlittenen Schaden um 4% für eine Runde. Dies sorgt dafür, dass der Gegner auf lange Sicht geschwächt wird und hilft dir, Nahkämpfer immer weiter zu schwächen. In der letzten Reihe nimmt dir die Karte Kavallerie Rüstung. Kavallerie Rüstung gibt deinen Einheiten einen Schildzustand, der den erlittenen Schaden um 9% reduziert. Diese Karte ist besonders nützlich, wenn du gegen Nahkämpfer kämpfst, da sie den Schaden verringert und deine Truppen hilft, länger im Spiel zu bleiben. Mit dieser Kombination wirst du gegen Nahkämpfer viel besser bestehen und deine Kavallerie wird durch die Rüstung und die Zustände des Gegners stark unterstützt. Ich möchte auch kurz auf eine Karte eingehen, die viele von euch möglicherweise in Erwägung ziehen könnten: Überwältigen. Diese Karte ist nur dann nützlich, wenn du Scharfschützen einsetzt, aber in beiden Szenarien, die wir hier besprechen, Scharfschützen und Nahkämpfer, spielt diese Karte keine Rolle. Sie bringt dir keine zusätzlichen Vorteile, wenn du Kavallerie einsetzt, daher solltest du sie in beiden Szenarien lieber meiden. Und das war es auch schon für diesen Guide, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, eure Kavalleriestrategie auf das nächste Level zu bringen, egal ob ihr gegen Scharfschützen oder Nahkämpfer kämpft. Und denkt dran, Leute, auch wenn die hier gezeigten Karten das maximale Level haben, könnt ihr diese Tipps auch als Free-to-Play-Spieler nutzen. Ihr müsst nicht viel Geld ausgeben, um erfolgreich zu sein. Es kommt auf die richtige Strategie an. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr solche Guides. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg in euren nächsten Kämpfen. Bis zum nächsten Mal, euer Soulteye.